Woher kommst du? Ich komme manchmal von der Schule und manchmal aus der Schule. Genau das ist unser Thema. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. In diesem Video lernen wir die zwei wichtigen Präpositionen für die Frage woher. Wann benutzen wir aus? Wann benutzen wir von? Ich erkläre dir Schritt für Schritt mit vielen Beispielen, damit du es nie wieder vergisst. Also, los geht's. Woher? Aus der Schule oder von der Schule? Wir machen es kurz und knapp. Also, starten wir. Die Präpositionen aus und von stehen immer im Dativ. Das ist auch schon die erste wichtige Info für dich. Also machen wir weiter. Die große Frage ist, wann benutzen wir aus und wann benutzen wir von? Genau das versuchen wir in diesem Video zu beantworten. Starten wir mit aus. Die Präposition aus benutzen wir für diese Situationen, also Region, Ort, Platz oder aus einem Raum oder Gebäude heraus. Zum Beispiel Supermarkt, Apotheke, Büro, Spanien, also Länder, Berlin, also Städte. Genau für diese Situationen benutzen wir aus. Machen wir weiter mit Beispielen. Beispiel 1. Der Zug kommt aus dem Tunnel. Du siehst, hier habe ich meinen Dativ, ja? Warum? Weil wir immer Dativ benutzen müssen. Machen wir weiter mit Nummer 2. Er kommt aus Berlin. Berlin hat keinen Artikel und deshalb benutzen wir auch keinen Artikel. Also, machen wir weiter. Nummer 3. Wir kommen aus der Sporthalle. Also, Nominativ die Sporthalle, aber ich brauche den Dativ der. Nummer 4. Er holt etwas aus der Küche. Auch hier haben wir unseren Dativ. Machen wir weiter mit von. Die Präposition von benutzen wir für diese Situationen, also bei Personen, Veranstaltungen oder offener Ort. Beispiele sind zum Beispiel Arzt, Sportplatz oder Party. Wir machen weitere Beispiele. Beispiel Nummer 1. Wir kommen vom Konzert. Also dieses vom ist dem, ja? Also in dem Fall das Konzert und dem Konzert. Genau. Nummer 2. Ich komme von der Party. Also beides sind Veranstaltungen und wir benutzen von. Ich habe die Information von meinem Lehrer, also Person und von. Machen wir weiter mit Nummer 4. Die Kinder laufen vom Spielplatz nach Hause. Spielplatz ist ein offener Ort, also können wir vom benutzen. Und Nummer 5. Er war bei Mustafa und kommt jetzt von Mustafa zurück. Namen haben keinen Artikel und deshalb schreiben wir nur hier von. Darauf solltest du achten. Super! Jetzt weißt du auch, wann wir die Präposition aus und von benutzen. Aber Achtung, diese beiden Präpositionen sind manchmal sehr ähnlich und trotzdem gibt es einen Unterschied. Und genau diesen Unterschied schauen wir uns jetzt an. So, jetzt habe ich hier ein Bild, also ein Büro und ich habe zwei Personen. So, wenn ich hier diese Person frage, woher er kommt, würde er antworten, dass er aus dem Büro kommt. Also aus dem Büro. Warum? Er kommt heraus, ja, vom Büro. Und diese Person würde antworten, dass er vom Büro kommt, also vom Büro. Warum? Weil hier die Distanz einfach weit weg ist und er würde nur die Richtung angeben. Machen wir weiter.
Jetzt habe ich wieder hier eine Schule und zwei Personen. Ich frage, woher kommt sie? Und du siehst, sie kommt vom Inneren. Sie würde antworten, dass sie aus der Schule kommt, aus der Schule. Und dieser junge Mann würde antworten, dass er von der Schule kommt. Und jetzt haben wir auch schon die Antwort. Also, wir können antworten, ich komme aus der Schule, ist korrekt, aber ich erkläre diese Situation und ich kann aber auch sagen, dass ich von der Schule komme, also ich gebe die Richtung an. Machen wir weiter mit Beispielen. Jetzt habe ich hier einen Flughafen, der Flughafen, und wenn ich jetzt diese Personen fragen würde, würden sie antworten, dass sie aus dem Flughafen kommen. Also sie würden sagen, wir kommen aus. Und wenn ich jetzt diese Personen fragen würde, würden sie antworten, wir kommen vom Flughafen. Ja? Also, ich hoffe, du hast es verstanden, den Unterschied zwischen aus und vom. Hier habe ich auch schon eine Hausaufgabe für dich. Ich habe 3 Bilder und probiere bitte zu jedem Bild 2 Sätze zu schreiben. Einen Satz mit von und einen Satz mit aus. Also die kürzere Distanz aus, die weite Distanz von. Schreibe deine Antworten unten in die Kommentare und ich korrigiere sie dir gerne. So, ich hoffe, dass du nach diesem Video die beiden Präpositionen aus und von gut gelernt und gut verstanden hast. Falls du Fragen hast, schreib deine Fragen unten in die Kommentare und mach deine Hausaufgaben. Ich sage Danke und Tschüss.